Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Letztes Mal hatten wir uns angeguckt, wie die Daten aufgeteilt sind. Dieses Mal schauen wir uns an, wie man diese Daten tatsächlich dann auch benutzen kann. Und da gibt es drei unterschiedliche Lernarten sozusagen. Also wenn wir uns mal an uns erinnern, wie wir gelernt haben oder immer noch lernen. Wir können für eine Prüfung irgendwas auswendig lernen. Das ist eine Art von Lernen. Aber wir können auch zum Beispiel einen neuen Skill lernen, also irgendeine Fähigkeit. Zum Beispiel Autofahren oder wer es schon kann, Flugzeug fliegen, ich glaube, das können die wenigsten hier. Solche Sachen zum Beispiel. Also das wären zwei unterschiedliche Arten von Lernen. Wir können aber auch zum Beispiel ein neues Konzept lernen. Zum Beispiel das Konzept Handy oder Smartphone ist jetzt was anderes mittlerweile, als es früher war. Das hat sich natürlich alles so nach und nach entwickelt. Aber Smartphones an sich sehen ja komplett unterschiedlich aus. Oder auch Handys. Früher war das ja noch krasser. Es gab Klapphandys und Schiebehandys und dann normale. Die sehen sich ja nicht mal sonderlich ähnlich, aber sie haben alle eine gewisse Funktion und das ist die Funktion, die sie eben ausmacht. Das heißt, wir lernen auch da neue Sachen und wir lernen zum Beispiel ein Konzept. Das Konzept Smartphone oder Handy wäre dann eins zum Beispiel, also wir können sagen, es ist entweder ein Handy oder es ist kein Handy und das kommt beim Konzeptlernen dabei raus am Ende. Entweder es ist so oder es ist nicht so. Okay. Schauen wir uns mal kurz nochmal die Daten an. Ihr wisst noch hoffentlich, dass die Daten als A1 bis AN gegeben waren. Ups. So rum. Oder A1 bis AN sind die Attribute. Das heißt, wir haben verschiedene Merkmale. Wie man die übrigens verarbeitet, falls ihr da Interesse dran habt, dann dürft ihr mir auch gerne schreiben und so. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Also sowas wie Stimme oder so muss ja auch erst aufgezeichnet werden. Und wie man die dann in vernünftige Daten verarbeitet, das ist ein bisschen komplizierter. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, dass wir diese vernünftigen Daten schon haben. Diese Daten, zum Beispiel Größe oder sowas, die geben dann am Ende einen Output, nämlich True oder False. Das schreibt man so, also dieses X hier, das bedeutet ein Kreuz, True oder False. So, das heißt, wir haben dann am Ende die Ausgabe, es ist ein Smartphone oder es ist kein Smartphone. Okay, bei der Klassifikation ist es ein bisschen komplizierter. Bei der Klassifikation haben wir natürlich auch wieder diese N-Attribute, wobei das jetzt hier ein anderes N sein kann. Vielleicht haben wir hier mehr Attribute, vielleicht haben wir auch ein komplett anderes Verfahren hier. Aber vor allem bei der Ausgabe ändert sich was. Hier haben wir nämlich eine gewisse Anzahl an Klassen. K1 schreibe ich jetzt mal bis Km. Es kann natürlich eine andere Anzahl an Klassen sein als an Attributen. Das ist ja völlig egal, die hängen ja nicht unbedingt zusammen. Okay, und wir haben jetzt hier zum Beispiel die Attribute gegeben, die uns ein Handy klassifizieren können. Aber jetzt wollen wir nicht nur die Ausgabe, es ist ein Handy oder es ist kein Handy, sondern wir wissen, dass wir eigentlich nur ein Handy gegeben haben, sonst müssten wir gar nichts machen. Und unsere Ausgabe soll jetzt zum Beispiel sein, es ist ein Smartphone oder es ist ein Klapphandy oder ein ganz klassisches altes Handy oder ein Schiebehandy. Und dann hätten wir hier 4 Klassen, nämlich 1 wäre das Smartphone, 1 das Schiebehandy, 1 das Klapphandy und 1 das normale. Das heißt, wir bekommen hier am Ende nicht nur eine Ausgabe raus, nämlich True oder False, es ist ein Handy oder es ist keins, sondern wir bekommen ein bisschen genauer raus, es ist ein Smartphone oder es ist ein Klapphandy zum Beispiel. Also da soll dann natürlich am Ende auch nur eine Klasse bei rauskommen, damit es eine vernünftige Aussage gibt. Und dann spricht man eben von Klassifikation, also wenn wir hier uns mehrere Ausgaben anschauen. Manchmal sagt man auch einfach, man klassifiziert, indem man einfach 4-mal ein Konzept lernt, also 4-mal es ist ein Smartphone, es ist kein Smartphone oder es ist ein Klapphandy, es ist kein Klapphandy, das kann man natürlich auch 4-mal als Konzept lernen hier machen. Und deswegen verschwimmen die so ein bisschen teilweise mal. Gut, das letzte, das ist die Regression, die ist noch ein bisschen anders. Achso, noch ganz kurz, hier spricht man dann oftmals auch von Labels, nur damit ihr den Begriff mal gehört habt. Ein Label für eine Klasse, also zum Beispiel es ist ein Smartphone, dann wäre Smartphone eben das Label der Ausgabe. Okay, bei der Regression haben wir nicht eine Klasse als Ausgabe, sondern wir haben tatsächlich, also wir haben auch wieder logischerweise unseren Input, den verändern wir eigentlich nicht. Der ist immer noch vorhanden, auch mit diesen ganzen Attributen. So, jetzt scrollen wir das, wobei ich kann es auch einfach hochziehen. Ich habe hier noch haufenweise Platz, damit ihr es auch auf jeden Fall sehen könnt. Okay, bei der Regression sagen wir, wir haben wieder ganz normal diese N-Eingabewerte, aber raus kommt ein reeller Wert, also eine Zahl. Ich schreibe jetzt hier mal R hin, weil ich dieses R mit Doppelbalken nicht kann. Aber das ist einfach eine Zahl, zum Beispiel 0,05 oder sowas wäre ein sinnvoller Wert. Was wir hier bei der Regression zum Beispiel lernen, da könnt ihr euch sowas vorstellen wie
Wir lernen, ab wann es angenehm ist, Fahrrad zu fahren, also ab welcher Temperatur. Zum Beispiel 0 Grad wäre uns zu kalt, 5 Grad wäre uns auch noch zu kalt, 10 Grad ist okay, 15 Grad ist okay, aber ab 20 Grad wird es schon wieder kritisch, 20 ist noch in Ordnung, aber 25 ist schon wieder viel zu warm. Und wir lernen bei der Regression zum Beispiel jetzt die Werte 10 bis 24 oder sowas ist gut, also sind angenehme Werte und der Rest ist eben kein angenehmer Wert. Und diese Werte, die hier gelernt werden, diese Zahlen tatsächlich dann auch, das sind dann Regressions-Lernalgorithmen, die sowas machen. Okay, meistens werden wir uns wahrscheinlich mit Konzept oder Klassifikation beschäftigen, aber teilweise werden wir vielleicht auch mal mit einer Regression arbeiten und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass ihr die 3 Begriffe auch unterscheiden könnt voneinander. Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!